Ich habe nichts mehr Helles wahrgenommen. Es war alles ein bisschen düster und schwer und dunkel. Es erschien mir sicherer, zu Hause zu bleiben. Es war immer so kompliziert. Die Corona-Pandemie hat Sophie krank gemacht. Nicht das Virus, sondern die Situation. Wir haben den Namen der 50-Jährigen geändert. Alles beginnt mit ihrem stressigen Job, dann kommt der Lockdown. Sie bekommt Schlafstörungen, wendet ihre Kraft nur noch für die Arbeit auf. Man muss sich das so vorstellen, es war immer schwieriger, den Alltag auch zu bewältigen. Ich habe so langsam angefangen, das Reinigen oder das Putzen in der Wohnung zurückzustellen, weil ich auch so müde war. Und ich hatte so das innere Bild, wenn ich jetzt zurückblicke, von so einer Kiste. Es ist, als ob ich langsam in so eine Kiste geklettert bin. Auch als sich das Land locker macht, bleibt Sophie in dieser Kiste. Allein, sie hat zurzeit keinen Partner. Sie schafft es nicht mehr in ihr geliebtes Fitnessstudio. Nichts macht der vorher selbstbewussten Frau mehr Freude. Es erschien mir sicherer, zu Hause zu bleiben. Und das Blöde ist ja, man kann das so gar nicht in Worte fassen, was denn so bedrohlich ist. Es war einfach ein Gefühl. Das Gefühl, ich muss in meinen vier Wänden bleiben und da versuchen, so was Simples wie den Haushalt zu schmeißen. Cave-Syndrom, so nennt man das Gefühl in den USA. Eine Studie dort besagt, knapp die Hälfte der Menschen fühlt sich aktuell unwohl bei sozialen Kontakten. Diesen Trend kann auch Carmen von Nasse von der Habichtswald-Klinik in Kassel bestätigen. Es ist ein Konglomerat aus Befürchtungen, die von irgendwo herkommen, von außen, die man sich selber macht. Man kann da rauskommen, indem man sich seinen Ängsten stellt, dass man eben das merkt, was da passiert. Sophie ist hier in Kassel in psychosomatischer Behandlung. Bei ihr traf das Cave-Syndrom auf viel Unbewältigtes aus der Kindheit. So wurde daraus eine psychische Erkrankung. Anders wird es natürlich, wenn Ängste sich total manifestieren. Dann wird es natürlich nicht mehr das Cave-Syndrom sein, sondern dann entstehen vielleicht auf eine bestehende Angsterkrankung, die man sonst so im Griff hatte, können sich nochmal neue Ängste draufsetzen, verfestigen, verstärken. Zehenspitzen anziehen, das Brustbein raus. Und schön lächeln, nicht vergessen. Neben Therapiegesprächen lernt Sophie auch wieder auf ihren Körper zu achten, findet zurück zu sich, auch bei der Ernährung. Vor der Therapie lebte sie von den immer gleichen, haltbaren Lebensmitteln. Ich bin oftmals an der Tür gestanden und habe so gedacht, boah, ich brauche eigentlich Milch. Und dann habe ich einfach wieder kehrt gemacht. Weil ich ja wusste, ich habe das andere noch da, ich kriege das irgendwie hin, ich muss nicht zwangsläufig raus. Jetzt verlässt Sophie die Klinik mit neuen Ideen und neuer Kraft. Zu Hause sucht sie nach einem ambulanten Therapieplatz und möchte andere, die Ängste haben, ermutigen, sich auch Hilfe zu suchen. Es lohne sich. Guten Abend, Professor Christoph Muhlert, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Gießen. Grüße Sie. Guten Abend, Frau Brüning. Hat denn Corona da jetzt so eine ganz neue Angst hervorgebracht, also sowas wie die Angst vor Nähe? Naja, ich würde eigentlich nicht sagen, dass es eine ganz neue Art von Angst ist, aber es sind ganz neue Rahmenbedingungen, unter denen wir jetzt alle gelebt haben, leben mussten. Und das hatte eben zur Folge, dass wir alle ein Stück weit soziale Kontakte reduzieren mussten. Das war richtig, das war vernünftig. Für viele ist das ein ganz normaler Lernprozess, aber die eine oder der andere kann eben tatsächlich auch auf dieser Basis in Richtung einer psychischen Erkrankung dann gehen, wie wir es im Filmbeitrag ja auch gesehen haben. Also hat das quasi bei denen zu gut funktioniert? Also das hat ja im Lockdown, wahrscheinlich ist es niemandem aufgefallen, dass die sich so gut zurückgezogen haben. Was genau ist da passiert? Ja, also Menschen sind da ja ein Stück weit auch ganz unterschiedlich. Die einen brauchen ganz viele soziale Kontakte und haben sich ganz schwer getan, dann auch in Lockdown-Zeiten. Andere waren vielleicht vorher auch schon ein bisschen introvertierter, ein bisschen zurückgezogener und haben sich dann auch, sagen wir mal, in diesen Rahmenbedingungen, die wir hatten, also das war ja rational,
Ansteckungen, Kontakte können gefährlich sein, eben ja dann auch sehr zurückgezogen. Und für viele Menschen, sage ich mal, ist es jetzt eben tatsächlich ein Stück weit wieder ein Umlernen. Das ist per se aber gar nichts Krankhaftes. Also für viele Menschen, die sich jetzt eben ein bisschen zurückgezogen haben, ist es dann ein Stück weit Schritt für Schritt dann auch wieder Kontakte aufzunehmen. Und den allermeisten wird das auch gut gelingen. Wen müsste man denn jetzt vielleicht besonders gut im Auge behalten? Also was würden Sie sagen, wer ist besonders anfällig für das Cave-Syndrom? Das sind eben insbesondere Menschen, die vielleicht vorher schon so ein Stück weit mehr mit Ängsten zu tun hatten, vielleicht das mit den Ängsten noch ganz gut im Griff hatten oder eben auch so ein Stück weit introvertierter gewesen sind, Menschen, die auch vorher schon vielleicht mal eine Depression gelitten haben. Da kann jetzt tatsächlich, sagen wir mal, das Maß überschritten sein, dass es eben tatsächlich dann in Richtung psychische Erkrankung geht. Was sind so Warnsignale, also wenn man es bei anderen beobachtet? Ja, also das Entscheidende, wo klar wird, dass es kippt, ist da, wo der Leidensdruck anfängt. Menschen, die ja jetzt so ein bisschen ein komisches Gefühl haben, wenn sie wieder draußen sind und sich treffen, das ist etwas, was ganz vielen Menschen auffällt und was ganz normal ist, wo man sich auch quasi gar nicht so groß Sorgen machen muss. Aber wenn es wirklich echt Leidensdruck ist, wenn man Angst hat, davor rauszugehen, wenn man merkt, Kontakte, die mir eigentlich wichtig sind, ich kann das gar nicht mehr verfolgen, ich gehe nicht mehr raus, ich finde Ausreden, diese, jene und vermeide das alles, ja, dann ist klar, da ist vielleicht tatsächlich psychische Erkrankung am Start. Wie kann man denn helfen, also sich selbst und vielleicht auch jemandem, der betroffen ist? Also für einen selber, sage ich mal, im ersten Schritt ist es immer wichtig, wenn das so ein bisschen ein Unwohlsein ist, wenn das so ein bisschen das fühlt sich jetzt hier komisch an, dann ist das normal. Dann ist das nichts, wo man Sorge haben muss, dass man dabei ist, krank zu werden. Wir haben gelernt, soziale Kontakte zu reduzieren. Und das jetzt wieder zurückzulernen, wird auch ein bisschen eine Zeit brauchen. Da muss man sich auch Zeit nehmen, aber gleichzeitig auch nicht nachlassen. Vielleicht eben mit Dingen anfangen, wo man sagt, ja, das ist vielleicht draußen, das sind vielleicht noch nicht so viele Menschen und da wieder auch eine gewisse Selbstverständlichkeit und eine gewisse Gewohnheit bekommen. Und wenn man merkt, das kriegt man so Schritt für Schritt hin, dann ist man auf einem guten Weg. Ängste verschwinden dadurch, dass man sich ihnen stellt. Wenn man das selber hinbekommt, ist das natürlich sehr gut. Wenn man merkt, man schafft es wirklich nicht, dann wäre vielleicht der Zeitpunkt, sich auch eben professionelle Hilfe zu suchen. Das ist ein wichtiges Stichwort. Das ist ja ganz schön schwierig im Moment, Therapieplätze zu bekommen. Was würden Sie sagen, wie geht man da vor? Wo kriegt man Hilfe? Also gut, ein erster Schritt könnte tatsächlich sein, wenn man merkt, ich habe da Schwierigkeiten, ich tue mich da wirklich schwer, zum Beispiel mit der Hausärztin, dem Hausarzt des eigenen Vertrauens das Gespräch zu suchen. Gibt es viele Hausärztinnen wirklich auch mit einer guten Basiskompetenz, einfach auch was psychische Gesundheit betrifft. Und dann wird es vielleicht schon klarer. Ist das eher, sagen wir mal, ein Bereich, was man so in quasi der Unterstützung auf dieser Ebene angehen kann? Oder braucht man wirklich psychotherapeutische Unterstützung durch einen Therapeuten, durch eine Ambulanz, durch eine Klinik? Genau. Danke schön, Herr Professor Mulat, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke. Sehr gern. Also, für viele, die sich schwer tun, wieder aus der Corona-Höhle zu kommen, gilt, da fehlt ein bisschen Übung. Fordern Sie sich heraus und machen Sie sich selbst verlockende Angebote. Auch Familie und Freunde können da helfen. Wer über mehrere Wochen merkt, das klappt nicht, der sollte sich tatsächlich professionelle Hilfe suchen. Der erste Weg kann dabei in die Hausarztpraxis führen.